Guten Tag, Freunde. Ich denke, viele haben die Worte gehört. Der Mensch ist der Schöpfer seines eigenen Schicksals. Deshalb wird dich niemand außer dir selbst glücklich machen. Niemand außer ihnen ist für ihr AV-Glück verantwortlich. Die Konsequenz daraus ist, dass derjenige, der sich selbst besiegt, der seine Angst, seine Faulheit und seine Unsicherheit besiegt, in diesem Leben gewinnt. Schließlich verdient das Leben jedes einzelnen Menschen, auf seine eigene Weise gefilmt zu werden. Ich denke, es wären viele interessante und informative Videos. Wie man handelt oder nicht handelt. Unsere nächste Geschichte ereignete sich vor ein paar Jahren und stammt aus der Stadt Portland, Oregon. Ja, Steve war für amerikanische Verhältnisse ein gewöhnlicher Student aus einer einfachen Familie, sein Vater war LKW-Fahrer. Mutter arbeitete in einer Grundschule, schon in jungen Jahren spielte er gut American Football und spielte für die Schulmannschaft. Dank seiner sportlichen Erfolge wurde er aufs College eingeladen, natürlich weit weg von seiner Familie. Da er für seinen Lebensunterhalt sorgen musste, nahm er jeden Job an, vom einfachen Kurier bis zum Kellner in einem örtlichen Café. Ach ja, diese Geschichte beginnt übrigens an seinem letzten Arbeitsplatz in einem kleinen Restaurant. Steve war erst 19, als er zum ersten Mal ein Mädchen namens Sophia traf. Die Schönheit verzauberte ihn auf den ersten Blick, sie kam immer zur gleichen Zeit in einem roten Ford Mustang im Restaurant an, der Fürsorge der Angestellten nach zu urteilen, war das Mädchen eine Stammkundin. Da er zu diesem Zeitpunkt erst seit 2 Wochen im Restaurant arbeitete, wusste er nicht, dass sie die Tochter des Kaffeebesitzers war, aber wie sich herausstellte, hatte ihr Vater ein kleines Netzwerk von 7 Lokalen in der Stadt. Dies hinderte unseren Helden jedoch nicht daran, tiefe Spuren im Leben dieser Schönheit zu hinterlassen, und da sie im gleichen Alter waren, fanden sie schnell eine gemeinsame Sprache, gaben sich zu Wort und hatten gemeinsame Interessen. Wenn Sophie das Restaurant betrat, suchte ihr Blick stets nach dem jungen Mann. Steve lief ihnen immer als erster zur Seite. Natürlich zeigte sich gegenseitige Sympathie. Erster Steve fasste den Mut, Sophia abends zu einem Spaziergang im Park einzuladen, sie stimmte seiner Überraschung zu. Es war ihm nicht einmal peinlich, dass er ein gewöhnlicher Kellner war und sie die Tochter des Besitzers des Lokals. Die jungen Leute an diesem Tag spazierten bis spät in die Nacht herum, machten Fotos, erzählten ihre Geschichten aus dem Leben, als der Abend zu Ende ging, wollten sie sich nicht mehr trennen. Der Junge ging sogar mit dem Mädchen nach Hause. Dort küssten sie sich zum ersten Mal seit diesem warmen Junitag. Steve und Sophia hatten eine Beziehung. Es war der erste und übrigens einzige Sommerurlaub, den sie zusammen verbrachten. Dann schien es ihnen, dass diese Gefühle lebenslang waren und aus ihnen definitiv etwas anderes erwachsen würde. Vielleicht sogar eine neue Familie. Doch am Ende des Sommers nahm die Geschichte eine scharfe Wendung. Nach seinem College-Abschluss suchte Steve nach einem besseren Job, prüfte Dutzende Optionen und schmiedete Pläne für die Zukunft. Er war sich zu 100% sicher, dass Sophia in diese Pläne einbezogen werden würde, doch eines Abends täuschte er sich. Wie üblich besuchte er Sophia in der Hoffnung, den Abend gemeinsam zu verbringen. Steve teilte ihr gerne mit, dass sie einen guten Job gefunden hatten, und er wollte ihr auch vorschlagen, zusammen zu leben. Der junge Mann hoffte, eine kleine Wohnung mieten zu können, da er von seinen Gefühlen fest überzeugt war, so wie er damals von den Gefühlen Sophias geträumt hatte. Er klingelte an dem schönen Haus, in dem das Mädchen lebte, aber lange antwortete niemand. Als er erneut klingelte, öffnete sich die Tür, aber statt Sophia stand ihr Vater darin. Der junge Mann konnte nur guten Abend sagen, als er die schrecklichen Worte hörte. Sie war für ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Grüße. Sophia wird heute nicht spazieren gehen und kommt auch nicht wieder hierher, du bist nicht willkommen. Der junge Mann war sprachlos, weil es für ihn unerwartet war. Er wollte gerade etwas sagen, aber bevor er ein einziges Wort sagen konnte, schloss sich die Tür direkt vor ihm. Es war wie ein böser Traum, er konnte nicht glauben, dass es wirklich passiert war und es beunruhigte ihn sehr. Warum öffnete sich Sophia nicht wie jeder normale Mensch? Der Junge würde nicht nachgeben, es sei denn, er wüsste, was passiert war. Und 2 Tage lang wartete er in ihrem Haus auf das Mädchen, als sich das Tor öffnete und ihr Auto herausfuhr, ging er zu ihm. Er war sich sicher, dass es nur ein grausamer Scherz war, denn alles war in Ordnung und sie konnte so etwas nicht tun. Aber was als nächstes geschah, war wahrscheinlich der schlimmste Moment seines Lebens.
Das Mädchen kurbelte das Fenster ihres Autos herunter und sagte zu ihm: Es tut mir leid, Steve, aber Vater hat dir gestern gesagt, es ist wahr, es ist nicht deine Schuld, aber es kann nicht, mach weiter so. Ich hatte wirklich Gefühle für dich, aber du bist nur ein Kellner und kannst mir nichts geben. Ich habe mich einfach mitreißen lassen. Nichts weiter, wir hatten 3 wundervolle Sommermonate, die ich nie vergessen werde. Aber ich brauche eine ganz andere Person, die mir viel mehr bieten kann als nur Spaziergänge im Park. Morgen fahre ich zur Universität in eine andere Stadt, also suchen Sie nicht mehr nach mir. Es tut mir wirklich leid. Nach diesen Worten schloss das Mädchen die Seitenfenster des Autos und gab Gas. Steve stand noch ein paar Minuten mitten auf der Straße und konnte sich nicht erholen, bis ein vorbeifahrendes Auto hupte, um ihn von der Straße zu ziehen. Die Träume des kleinen Jungen zerbrachen in viele Stücke, sein Herz hörte fast auf zu schlagen. Seitdem haben weder Sophie noch ihr Vater den jungen Mann wieder gesehen, er hat nicht einmal seine persönlichen Sachen aus dem Restaurant mitgenommen. Aber wie Sie wahrscheinlich verstanden haben, passt alles in diesem Leben früher oder später zusammen. Diese Geschichte war keine Ausnahme. Einige Jahre später schloss das Mädchen die Universität ab und kehrte in ihre Heimatstadt zurück. Wenig später heiratete sie einen reichen jungen Mann, den Sohn eines Freundes der Familie, sie arrangierten eine große Hochzeit und begannen, ein Leben voller Urlaube in teuren Resorts zu genießen, das Geld ihrer Eltern auszugeben, und vielleicht wäre alles so weitergegangen, aber 5 Jahre nach der Hochzeit ist der Vater des Mädchens bereits da. Das war er, und das gesamte Familienunternehmen ging in die Hände von Sophia und ihrem Mann über. Ich denke, Sie verstehen, dass sie überhaupt keine Erfahrung im Restaurantmanagement hatten. Keiner von ihnen hatte jemals gearbeitet, die meisten Einnahmen aus den Restaurants wurden nicht in die Entwicklung des Unternehmens investiert, sondern in ihr luxuriöses Leben, und bald verschlechterte sich die Situation im Unternehmen, Kreditverpflichtungen, Gehälter der Mitarbeiter, Miete für Räumlichkeiten usw. andere. All dies lag außerhalb der Macht dieser beiden jungen Leute. Ihr ganzes Leben lang waren sie nur auf reiche Eltern angewiesen. Schon bald verschuldete sich das Paar so sehr, dass es sogar sein Auto und sein Haus verkaufen musste. Das Einzige, was sie retten konnte, war der Verkauf der Restaurantkette. Zu diesem Zeitpunkt waren übrigens bereits 10 Jahre vergangen, seit Sophia den armen Steve verließ. Sophia und ihr Mann suchten vergeblich nach einem Käufer für ihre Restaurants. Niemand wollte den geforderten Betrag, das heißt $3 Millionen, zahlen, bis er eines Tages Sophias Ehemann anrief. Ein unbekannter Ausländer war bereit, ihr gesamtes Unternehmen zu kaufen. Für das Paar war das keine gute Nachricht, es war eine Lebensader für Ertrinkende. Sie verabredeten sich bereits einen Tag später, als Sophia und ihr Mann am vereinbarten Ort ankamen. Ein Fremder namens Greg begrüßte sie freundlich und begann seine Rede mit der Aussage, dass er, um ehrlich zu sein, nur der Regisseur sei. Er versteht überhaupt nicht, warum sein Chef an einem solchen Vertrag interessiert ist. Jeder weiß, dass der Preis zu hoch ist und es ist klar, dass das Geschäft in ein paar Monaten völlig zusammenbrechen wird. Und wäre es möglich, es 5-mal günstiger zu kaufen? Aber da der Chef gesagt hat, wir nehmen es an, bedeutet das, dass er genau weiß, was er tut. Nach diesen Worten rief Greg seinen Chef an und sagte ihm, dass alles bereit sei. Jetzt fehlt nur noch seine Unterschrift auf den Dokumenten. Sophia konnte sich nicht einmal vorstellen, den Kellner in ihrem Restaurant wiederzusehen, den sie vor vielen Jahren verlassen hatte. Ein respektabler Mann öffnete die Tür zum Besprechungsraum. Als Sophia aufblickte und diesen großzügigen Millionär ansah, fiel sie fast vom Stuhl. Es war Steve, mit dem sie den Sommer verbrachte. Und den sie auf Wunsch ihres Vaters verließ, weil er ihrer damals nicht würdig war. Natürlich wusste er, wer bei diesem Vertrag anwesend sein würde. Genauso wie, wem die Restaurants gehören, die der junge Mann kauft, ging er auf Greg zu, klopfte ihm auf die Schulter und sagte, alles ist in Ordnung. Ja, Sir, vielen Dank, sagte Greg und brachte seine Unterschrift in das dafür vorgesehene Feld ein. Steve blickte noch einmal in Sophias verwirrte Augen, dann drehte er sich leise um und verließ das Büro. Das Mädchen erinnerte sich an diesen Ausdruck ihrer einst bevorzugten Gesichtszüge, aber es war bereits der Ausdruck einer völlig anderen Person. Kein Junge, mit dem sie im Park spazieren gegangen ist, sondern ein Mensch, der viel durchgemacht und Erfolg gehabt hat. Als Steve das Büro verließ, fügte Grezian hinzu, na ja, junge Leute, herzlichen Glückwunsch zu eurem Herzen.
Die Mädchen schlugen so schnell, dass sie kaum eine einzige Frage stellen konnte: Wer genau ist dieser reiche Mann? Greg antwortete, dass sein Chef der Besitzer einer sehr langen Kette von Restaurants und Bars sei. In einem Nachbarstaat. Er fügte auch hinzu, dass Steve ein sehr guter, bescheidener Mensch sei, aber das Leben sei ihm gegenüber ziemlich unfair gewesen. Es heißt, er sei in ein Mädchen verliebt gewesen, das ihn aus Armut verlassen habe, und deshalb sei Steve zu dem geworden, der er ist. Ich weiß nicht einmal, was mit diesem Mädchen heute passiert wäre, wenn sie ihn nicht zurückgewiesen hätte, fügte Greg hinzu. Vor vielen Jahren erzählte eine junge Frau einer amerikanischen Zeitschrift eine ähnliche Geschichte. Sie gab außerdem an, dass ihr Mann nach dem Verkauf der Firma ihres Vaters angefangen habe, Alkohol zu trinken. Anschließend ließen sie sich scheiden. Jetzt lebt sie ziemlich bescheiden in einem kleinen Haus und ist gezwungen, arbeiten zu gehen, da das gesamte verdiente Geld für die Tilgung von Krediten und anderen Verpflichtungen verwendet wurde. Diese Geschichte beweist einmal mehr, dass man mit dem Herzen und nicht nur nach Berechnung entscheiden muss. Ja, selbst die Tatsache, dass sie reiche Eltern haben, ist keine Garantie dafür, dass sie ihr Geschäft weiterführen können. Schon immer war es sehr wichtig, nicht nur Geld zu verdienen, sondern es auch zu behalten und das verdiente Geld zu vervielfachen. Freunde, das scheint alles für heute zu sein. Wenn Sie diesen Worten zustimmen, schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Bewerten Sie auch das Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, bis bald.